Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es das zweite Backrezept meiner Spezial-Weihnachtswoche und zwar Vanillekipferl. Die gehören einfach zu jedem Weihnachtsfest dazu und ich backe sie sehr gern, da sie total einfach zu machen sind. Wie ich meine heute zubereite, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir 250 Gramm Mehl. Ich habe hier ganz normales Weizenmehl Typ 405 genommen, 180 Gramm zimmerwarme weiche Butter, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 70 Gramm Zucker, eine Prise Salz und ein Päckchen Vanillezucker. Alle Zutaten und Mengenangaben schreibe ich euch auch wie immer in die Videobeschreibung. Als erstes geben wir alle festen Zutaten in eine Schüssel. Das Mehl, den Vanillezucker, das Salz, den Zucker und die gemahlenen Mandeln. Das Ganze mischen wir dann einmal richtig gut durch. Als nächstes geben wir unsere zimmerwarme Butter dazu. Das Ganze kneten wir jetzt mit den Knethaken des Handrührgeräts auf höchster Stufe erst einmal durch. So lässt sich die Butter schon mal ein bisschen in die trockenen Zutaten einarbeiten. Dadurch wird das Kneten mit der Hand später deutlich leichter. Jetzt kneten wir den Teig mit der Hand erstmal in der Schüssel richtig gut durch, bis sich die Zutaten anfangen gut miteinander zu verbinden. Wenn sich die Zutaten ein bisschen miteinander verbunden haben, gebe ich meinen Teig immer auf die Arbeitsfläche, da ich finde, dass sich mit beiden Händen einfach viel besser kneten lässt. So bekommt man ein besseres Gefühl für die Beschaffenheit des Teiges und er lässt sich auch viel besser kneten und die Zutaten verbinden sich besser miteinander. Der Teig wird jetzt so lange verknetet, bis er schön geschmeidig und kompakt geworden ist. Eigentlich kann man sagen, wenn die Hände und die Arbeitsfläche sauber sind, dann ist auch der Teig fertig. Nach dem Durchkneten teilen wir den Teig in 2 gleichmäßige Kugeln auf. Die forme ich einfach so grob mit der Hand. Und da seht ihr auch, der Teig ist schön geschmeidig und hat eine gute Konsistenz. Die 2 Kugeln lege ich in eine Schüssel und dann kommt der Teig erstmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach den 30 Minuten im Kühlschrank ist der Teig erstmal sehr kompakt und hart, deshalb knete ich ihn jetzt ganz kurz mit den Händen nochmal durch, damit er etwas weicher wird. Aber wirklich nur kurz kneten, bis er geschmeidig ist, sonst wird er wieder zu warm. Jetzt legen wir unseren Teig zwischen 2 Frischhaltefolien und rollen ihn mit einer Teigrolle aus. Den Teig, den rollen wir jetzt von allen Seiten einmal gut aus, dabei die Folien auch einmal umdrehen. Das geht zwischen der Frischhaltefolie wirklich sehr gut, da der Teig ansonsten an der Arbeitsfläche kleben würde und wir viel Mehl bräuchten und die Plätzchen sollen ja später nicht nach Mehl schmecken. Nach dem Ausrollen ziehen wir die obere Frischhaltefolie ab, nehmen uns ein kleines Schnapsglas und teilen uns etwas von dem Teig ab. Dann rollen wir den Teig zwischen den Handflächen zu einer kleinen Wurst und formen solche Us. Das ist jetzt zwar nicht so ganz die typische Vanillekipferlform, aber ich mache sie immer so. So werden sie etwas dünner und dadurch auch etwas knuspriger. Die geformten Vanillekipferl legen wir dann auf ein Backblech, das wir vorher mit Backpapier ausgelegt haben. Dann kommen die Vanillekipferl bei 160 Gramm Umluft in den vorgeheizten Backofen für ca. 10 bis 15 Minuten. Während die Vanillekipferl im Backofen backen, können wir schon mal den Puderzucker mit dem Vanillezucker anmischen. Ich nehme hier 100 Gramm Puderzucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Das Ganze wird jetzt einmal richtig gut vermischt.
Wenn die Vanillekipferl goldbraun sind, können sie aus dem Backofen raus und werden dann sofort in der Puderzucker-Vanillezucker-Mischung, bis sie von allen Seiten mit Puderzucker ummantelt sind. Wichtig ist, dass ihr das macht, wenn die Vanillekipferl gerade frisch aus dem Backofen sind, damit der Puderzucker auch schön daran kleben bleibt. Am besten geht das mit 2 Gabeln, da die Vanillekipferl ja jetzt noch sehr heiß sind. Die fertigen Kipferl legen wir dann auf ein Backpapier, damit sie da vollständig auskühlen können. Vanillekipferl nach dem Auskühlen am besten in eine Blechdose geben. Dort halten sie sich wochenlang. Was sind eigentlich eure Lieblingsweihnachtsplätzchen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und hier sind sie, unsere leckeren Vanillekipferl. Aus dem Teig habe ich insgesamt 80 Stück herausbekommen. Und für mich gehören sie zu jeder Adventszeit aufs Neue dazu. Einfach ein super Klassiker. Ja, ich hoffe, mein Weihnachtsplätzchenrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.